20 km/h, voll drauf, Alter. Boah. Alter. Also die Leistung ist halt wirklich echt extrem. Und jetzt auf einmal bei 4000 Touren. Und dann schiebt aber das Ding durch, dass kein Ende in Sicht ist. Robert, geh ruhig noch 1, 2 Schritte nach hinten. Du bist noch zu nah bei mir. Ja, nee, lass gut sein. Ich brauche dich heute noch. Aber nur heute. Ausnahmsweise heute brauche ich dich noch. So Leute, wir befinden uns auf Mallorca gemeinsam hier mit Brabus. Und zwar, wir testen hier den neuen Brabus 900. Mercedes GLS ist ja schon eine Wucht. Dann gibt es den Mercedes Maybach GLS 600, worauf hier der Brabus 900 basiert. Und du denkst dir, was willst du da noch heftiger machen? Und dann kommt Brabus hier mit so einem Teil an. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt hier mal im Detail rum, aber davor, Robert, bevor du mir ins Wasser fällst, einmal bitte poren. Okay Leute, wo fangen wir am besten an? Also ich meine von der Optik her, dieser riesen Kühlergrill, schön in diesen Schwarz alles gemacht, alles auf böse, typisch Brabus. Schaut dich einfach böse an. Wenn wir das von der Maybach-Version kennen, da ist das ja hier alles ganz elegant, schön in Hochglanz gehalten, aber hier böse mit dem ganzen Carbonzeug, was du hier vorne dran hast. Motor. Da hat sich auch einiges getan, denn man muss sich mal überlegen, wir haben beim GLS Maybach 557 PS serienmäßig am Start und hier haben wir jetzt einfach mal 900 PS und über 1200 Newtonmeter. Das ist schon wirklich eine Ansage, aber man muss natürlich dazu sagen, wir haben halt hier ein Gewicht von 2,7 Tonnen. Also das ist mit dem Robert und mit mir kommt das schon sehr, sehr nah, muss man sagen. Ne? Ja. Mit uns beiden sind wir auf jeden Fall bei über 3 Tonnen, wenn wir jetzt dann gleich fahren. Aber trotzdem, wir haben immer noch eine Beschleunigung von 4,2 Sekunden von 0 auf 100 und es ist schon ordentlich. Wenn wir jetzt mal hier weiter zur Seite gehen, das finde ich schon geil gemacht. Auch hier an der Seite schön alles in Carbon gehalten. Und jetzt schaut euch bitte mal diese Walzen hier an. 2,95, 35 auf 24 Zoll. 24 Zoll, das muss man sich echt mal vorstellen. Und wir haben hier immer noch eine VMAX von 320 km/h abgeregelt. Aber Leute, eben wegen den Reifen. So, jetzt gehen wir mal weiter nach hinten, ne, bevor wir hier uns den Innenraum anschauen. Auch hier geht es hier schön weiter mit dem ganzen Carbon. Das ist halt, und dann auch wieder hier so diese kleinen Details, das finde ich, was so geil bei Brabus immer ist, diese ganzen kleinen Details, wenn du dir das anschaust. Hinten eigentlich relativ dezent das Ganze gehalten, muss man sagen. Du hast halt hier so einen kleinen, dezenten Heckdiffusor in Carbon. Die Endrohre finde ich fett. Schaut euch das mal an. Das ist halt einfach hier 2 fette Rohre. Eins hier. Das ist schon heftig. Aber jetzt, Leute, jetzt wird es noch krasser. Denn jetzt ziehen wir uns den Innenraum mal rein. Schaut euch das mal an. Da geht es direkt los hier mit dem ganzen Leder. Dann wieder hier dieses typische Carbon von Brabus. Ich feiere das einfach, weil das ist hier einfach, das sieht nochmal irgendwie exklusiver aus, das Ganze. Auch hier schön an der Tür natürlich. Wir haben hier Fernseher, alles Mögliche am Start. Ich meine, man muss sich mal überlegen, Leute. Der Preis von dem GLS Maybach 600er liegt bei um die 100, muss ich gerade schauen. Ich bin mir gerade nicht sicher, 170 oder waren es 180.000? 170.000 Euro. 170.000 Euro. Klar, dann startest du das ganze Ding aus, aber hier, der kostet halt einfach mal 420.000 Euro. Mit dieser volle Hütte-Ausstattung, das ist natürlich schon heftig. Ich meine, wir haben immerhin Kissen, haben wir auch noch mit dabei, das muss man sich mal überlegen. Und Robert für dich auch noch, also 2 Kissen haben wir bei dem Preis dabei. Ja, aber ich meine, dafür steht ja auch wirklich Brabus, die Qualität, das Ganze. Wenn wir uns diesen Innenraum anschauen, das sieht sowas von heftig aus. Dieses schön in weiß gehalten, dann schwarz übergehen. Oben haben wir einfach komplett alles Alcantara. Und dann auch hier vorne nochmal, das muss man übrigens auch dazu sagen, können halt einfach mal unsere Beine hier hochlegen. Ja? Also einfach mal tief entspannen. Vielleicht, Robert, lass ich dich fahren und ich setze mich hinten rein, aber ich glaube, es ist keine gute Idee. So, hier vorne Fahrerplatz.
Schaut euch das mal bitte an. Hier einfach dieses ganze Leder, das ist einfach diese Qualität. Das ist so heftig, wenn man sich hier reinhockt. Auch allein schon diese Pedale und alles. Und das meine ich, Leute. Diese ganzen kleinen Details, das macht Brabus hier wirklich aus. Diese ganze Optik hier. Und es ist ja nicht einfach nur so, dass hier ein bisschen Leder gewechselt wird, sondern schaut euch das mal an. Jeder einzelne Knopf, alles wird hier geändert. Das ist schon wirklich krass. Ich würde sagen, ich sitze eh schon drinnen. Robert, wir fahren jetzt eine Runde, oder? Also, auf geht's. Hey, allein, wenn du hier schon einsteigst, ja. Das Tor, perfekt. Wenn du hier schon einsteigst, einfach diese Qualität, du weißt gar nicht, wo du hinschauen sollst. Das erste, wo hier der Startknopf hier. Mit dem ganzen Carbon, diese Mittelkonsole hier, das alles, das ist halt hier schon. Also Qualität ist halt hier einfach krass. Kommst du klar mit deinem Mikrofon? Leider nicht. Leider nicht, perfekt. So, dann fahren wir jetzt mal hier los mit unserer AIDA. Unsere? Ja. 1816 Kilometer hat der drauf. Der ist jetzt gerade erst so schön eingefahren. Schon mal allein hier dieser Tacho schon. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich jemals schon GLS gefahren bin. Ich glaube fast nicht. Ich bin, glaube ich, noch nie in GLS gefahren. Aber das ist hier schon ein Riesenschiff. Aber trotzdem, wenn du dir dann direkt wieder diesen Unterschied anschaust, mit dem Brabus-Umbau, diese Qualität halt einfach nochmal, wie das hier alles anders ist. Allein schon hier, wo du einfach nur sagst, das müsstest du ja nicht einmal auswechseln, weil das ist ja vom Mercedes schon geil, ja, damit du hier deinen Sitz verstellen kannst. Aber selbst da, jeder Knopf wird hier ausgewechselt. Also es ist halt schon krass, auch allein das ganze Lenkrad, alles, wenn du da genau hinschaust. Und dann auch hier, allein schon wieder hier diese Schaltpedals. Das muss man übrigens dazu sagen, Leute. Wir haben hier das normale 9-Gang-Automatikgetriebe am Start, nicht mit der NAS-Kupplung. Dementsprechend ist er halt hier etwas langsamer. Weil wenn wir natürlich jetzt einen GLS 63 nehmen, der hat natürlich schnellere Getriebe und dann baut Brabus hier das 900er Kit drauf, ja, dann wäre er natürlich schneller. Hier natürlich jetzt noch, erstens ist das Ding schwerer, ja, 2,7 Tonnen, plus halt dann natürlich mit den langsamen Getriebe sind aber immer noch 4,2 Sekunden von 0 auf 100. Das muss man sich schon mal überlegen. Das ist halt schon krass. Vor allem noch krasser ist eigentlich die Höchstgeschwindigkeit mit 320 km/h abgeregelt. Ob du das hier wirklich fahren wirst, weiß ich nicht. Also hier jetzt nach den ersten Metern, was mir direkt auffällt ist, es ist extrem entspannt zum Fahren. Vor allem, jetzt muss ich noch mal schauen, was für ein Modus wir jetzt unterwegs. Ich verstehe immer noch nicht, was der Unterschied zwischen Komfort und Maybach sein soll. Ich weiß nicht, was glaubst du denn? Also unter Maybach verstehe ich eigentlich, dass es noch mal komfortabler ist, das Ganze. Aber dann würde ich den Komfortmodus nicht verstehen. Also da, Leute, sorry, bin ich überfragt. Aber allein jetzt hier, du merkst einfach 0,0 die Bodenwellen. Es ist extrem entspannt zum Fahren. Und vor allem, was dir wirklich nach den ersten Metern auffällt, du merkst nicht, dass du in so einem riesen Schiff sitzt. Du denkst eigentlich, du sitzt in einer C-Klasse. Also wirklich jetzt, du denkst wirklich, du würdest in der C-Klasse sitzen und nicht in so einem 2,7 Tonnen Riesenschiff. Also, Robert, ich glaube, wäre das was für dich? So. Ich bleibe eher bei meinem Golf. Muss ich ehrlich sagen, bei den Spritpreisen zurzeit. Also, laut Navi müssten wir hier rechts abbiegen. Ja, wir wollen ja ein bisschen wollen wir ja schon schauen, was da so vorwärts geht. Ich meine 4,2 Sekunden 0 auf 100. Aber wir wollen natürlich auch schauen, okay, entspannt ist hier schon mal wirklich extrem. Aber wir wollen natürlich schauen, ich meine Brabus-Version, 900 PS. Wollen wir natürlich schon mal ein bisschen schauen, was geht da so vorwärts, ne? Und deswegen sind wir auch jetzt hier auf einem Golfplatz. Ja, perfekt. Die werden sich freuen. Robert, wir können gleich eine Runde Golf spielen gehen. Ja? Schau mal, wie nett ich heute schon wieder bin. Siehst du das? Der hat sich gefreut. Da kannst du ja mal ein Vorbild nehmen, ne? Ja? Nicht immer die ganzen Leute über den Haufen fahren. Ist mir erst einmal passiert. Eine Sache, die ich auch bemängeln muss, das hat aber eigentlich nichts mit Brabus zu tun, weil Brabus hat es hier eigentlich gut gemacht. Schön das Ganze in Carbon und auch die eigenen Knöpfe und so weiter. Aber mir gefällt einfach diese Form von dem Lenkrad nicht. Das hier geht noch einigermaßen. Ne?
Vor allem das ganz Neue, was ja komplett alles nur noch Touchscreen ist. Hier ist es wirklich noch ideal. Du hast nur diese 2 Knöpfe, die Touchscreen sind. Sonst hast du hier noch schön, kannst hier drehen, alles und hier drücken. Aber diese ganz neuen Lenkräder, die finde ich vom Mercedes, ich verstehe es einfach nicht, was sie sich dabei denken, ja, dass hier einfach alles Touchscreen ist. Und wir können uns ja hier auch alles einstellen. Ja, da finde ich halt einfach noch diese älteren Lenkräder, finde ich da einfach am besten. So, jetzt ist es soweit. Jetzt gehen wir mal hier in den Sportmodus. Und ich würde sagen, wir machen das hier das Ganze schön entspannt aus dem ersten Gang raus. Und jetzt schauen wir mal. 20 km/h, voll drauf. Alter! Boah! Alter. Was zum Teufel ist das denn? Alter! Ey, das ist ja abnormal. Diese Blows auch noch dann da vorne. Ey, was ist das denn? Zieh dir das mal rein. Alter. Also Getriebe ist langsam. Du merkst richtig diese Unterbrechung. Der hat Punch bis zum Gehen nicht mehr. Dann schaltet der. Das dauert eine halbe Ewigkeit. Und dann wieder Punch. Aber du musst natürlich dazu sagen, auf der anderen Seite des Getriebes ist halt tiefenentspannt. Also es passt hier zu dem Auto. Aber was zum Teufel, was ist denn das für eine Beschleunigung? Also das ist krass. Das ist echt krass. Danke. Die nimmt einfach mal gleich alles mit. Robert, da war deine Fahrweise am Start, ne? So, jetzt hier aus dem ersten, ne? Du merkst, hier ist auf dem Gas, es kommt nichts und dann fängt das Ding zu marschieren an. Also du merkst, er hat halt dieses Turboloch, ist klar, wir haben hier größere Lader am Start. Und dann, schaut, kommt nichts. Und jetzt auf einmal bei 4000 Touren. Und dann schiebt aber das Ding durch, dass kein Ende in Sicht ist. Also ich glaube, das Ding hier auf der Autobahn, das glaube ich, das könnte richtig Bock machen. Da können wir uns das natürlich hier auch nochmal alles einstellen an den Stilen her. Das ist natürlich, das finde ich, das macht es hier schon nochmal ein bisschen sportlicher, muss man sagen. Dezent, was ist denn dezent? Ah, alles klar. Uhrzeit und km/h-Anzeige. Ja gut, das brauche ich nicht. Das hier, das passt gut. Haben wir hier jetzt nochmal raus, aus dem zweiten. Also Beschleunigung ist schon echt krass. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es fühlt sich 0,0 wie 4,2 Sekunden an von 0 auf 100. Das fühlt sich noch schneller an. Also die Leistung ist halt wirklich echt extrem. So, dann gehen wir jetzt hier schön entspannt wieder in den Komfortmodus zurück. Um jetzt hier zum Fazit zu kommen, vom Brabus 900 basierend auf dem Maybach GLS 600. Also es ist schon krass, es ist schon wirklich krass, auf der einen Seite, wie komfortabel das Auto ist, auf der anderen Seite, ich meine 900 PS haben wir am Start, über 1200 Newtonmeter, wie das Ding hier vorwärts schiebt. Da kannst du jetzt eigentlich sagen, braucht kein Mensch, aber auf der anderen Seite, es ist halt einfach geil. Es ist halt einfach geil, wenn du hier mit so einem Riesenschiff fährst und hast dann so eine Leistung am Start. Für mich, ganz ehrlich gesagt, ist es nichts, weil ich bin einfach kein SUV-Fahrer. Das Einzige, wo ich wirklich noch sage, was mich wirklich umgehauen hat, war von Aston Martin, der DBX. Sonst bin ich halt einfach kein SUV-Fahrer und vor allem halt hier so ein Riesenschiff ist halt nicht meins. Aber auf der anderen Seite sieht man halt dann jetzt auf so einer Straße, ja, ich meine, das musst du wirklich mal ausfahren, wenn du auf der Autobahn bist. Aber allein jetzt hier schon auf der Straße, einfach hier so die paar Gänge, die Beschleunigung zu spüren und vor allem diesen Unterschied zwischen extrem komfortabel und auf der anderen Seite dann diese Sportlichkeit geradeaus, diese Performance. Das ist schon wirklich faszinierend. Ich würde sagen, Robert, wir machen Schluss. Sollen wir jetzt noch hier eine Runde Golf spielen gehen? Ja, wir reißen komplett auf. Was hast denn du für ein Handicap? 18. Ah, okay, sehr gut. Du hast ein besseres Handicap als ich. Ja, dann würde ich sagen, dann fahren wir hier da vorne gleich im Zaun links rein, oder? Ja. Und dann würde ich sagen, Leute, wir machen Schluss mit dem Video und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.